Hallo an alle meine Zuseher und an meine Leser. Heute entdecke ich eine weitere Geschichtslüge auf, nämlich die Lüge vom Terrorangriff, vom deutschen Terrorangriff auf Coventry. War es ein Terrorangriff oder war die Stadt ein legitimes Ziel? Darüber habe ich in meinem Buch Adolf Hitler eine Korrektur, Band 6, ausführlich geschrieben. Sie können diese Bücher am besten über den Kopf-Shop erhalten, weil Amazon von 6 Büchern bereits 2 zensiert hat, weil meine Meinung Amazon nicht passt. Zurück zum Thema. Es gibt, was den angeblichen Terrorangriff auf Coventry anbelangt, eine Vorgeschichte, die bis heute verschwiegen wird. Und zwar hat Charles de Gaulle, der Anführer der damaligen Freien Franzosen, im August 1940 Winston Churchill auf seinem Landsitz besucht. Bei dem Gespräch ging es auch um die Bombardierungen auf deutsche Städte. Churchill erwiderte in diesem Zusammenhang, dass er eigentlich warte, dass die Deutschen englische Städte bombardieren würden. De Gaulle sagte: Haben Sie es denn so eilig, Ihre Städte in Trümmern zu sehen? Und Churchill antwortete: Ach, wissen Sie, wenn die Deutschen Oxford und Achtung, Coventry oder Canterbury bombardieren, wird das in den Vereinigten Staaten eine derartige Welle der Empörung auslösen, dass sie in den Krieg eintreten. Die Quelle dazu sind die Memoiren von Charles de Gaulle, der persönlich an diesem Gespräch teilgenommen hat und an dessen Authentizität ich nicht zu zweifeln habe, und auch die Kritiker müssten verstummen. Es wird also verschwiegen, dass Churchill bereit war, seine eigene Bevölkerung zu opfern, nur damit die USA in den Krieg eintreten. Erst viele Monate nach dem Beginn der britischen Bomberoffensive gegen die deutschen Städte entschloss sich Hitler, ein Zeichen zu setzen mit dem Angriff auf Coventry. Ich möchte allen Lücken- und Lügenhistoriker im Vornherein sagen, das, was Fakt ist, was man belegen und beweisen kann. Und alle meine Belege und Beweise sind in meinen Büchern angegeben. Die kann ich natürlich jetzt nicht alle nennen hier in einem Video, sondern jedes Dokument, jede Aussage ist mit einer seriösen Quelle belegt. Also, Lücken- und Lügenhistoriker. Coventry war ein Zentrum der englischen Flugzeugindustrie. Die meisten Betriebe befanden sich im Stadtzentrum. Etwa die Armstrong Siddeley Parkside Factory, ein Flugmotorenwerk der Hawker Siddeley Konzerns, und zahlreiche andere Unternehmen des Maschinen- und Fahrzeugbaus in der Stadt, wie Rover, Morris, Alvis, Standard Motor und SS Cars. Coventry war daher militärisch gesehen ein faktisch legitimes Angriffsziel. Ich wiederhole, Coventry war militärisch ein legitimes Angriffsziel. In Coventry wurden folgende Industrieanlagen von der deutschen Luftwaffe angegriffen: Standard Motor Corporation, Coventry Radiator and Press, Flugmotorenwerke Alvis, Cornercraft, Gasbehälter in der Hill Street, die Bristol Piston Ring, Maint Unit, Daimler Co. Limited, Autos und Motoren. In Coventry waren so viele Industrieanlagen, dass die Stadt von deutscher Seite auch als Klein-Essen bezeichnet wurde und deshalb ein
genauso legitimes Angriffsziel war wie das Ruhrgebiet für die Briten. Aber das vergessen die Lücken- und Lügenhistoriker vorsätzlich. Zu dem angeblichen deutschen Terrorangriff gibt es noch eine andere Vorgeschichte, die ausgerechnet ein polnischer Historiker, nämlich Janusz Piekalkiewicz, den ich sehr schätze, aufgedeckt hat. Und die, wie nicht anders zu erwarten, natürlich keine Berücksichtigung in der Siegergeschichtsschreibung, geschweige denn in den Schulbüchern findet. Hier ist sie. Am 14. November gegen 15 Uhr entschlüsselten die Codebrecher von Bletchley Park einen Enigma-Funkspruch, der sie aufhorchen ließ. Die Meldung besagte, dass die deutsche Luftwaffe für die kommende Nacht einen Großangriff auf Coventry vorbereiten würde. Noch war es Zeit, die Bevölkerung dieser Stadt zu warnen oder sogar zu evakuieren. Die Antwort von Winston Churchill: keine Evakuierung der Einwohner und keine Warnung. Lediglich die Luftverteidigung solle sich bereithalten. Der US-Schriftsteller Nicholson Baker schreibt deshalb folgerichtig, ich zitiere: Niemand rief in Coventry an, um die Einwohner vor einem Großangriff mit Hunderten von Flugzeugen zu warnen, der in wenigen Stunden stattfinden sollte. Die Feuerwehr von Coventry wurde nicht verständigt, der Bürgermeister wurde nicht verständigt, der Rettungsdienst wurde nicht verständigt. 20 Minuten bevor die Bomben fielen, erhielt eine örtliche Flakmannschaft die Nachricht: heute Abend größerer Luftangriff auf Coventry geplant. Zitat Ende. Churchill wollte diesen Angriff offenbar für Propagandazwecke nutzen, was er dann auch ausführlich tat, und nahm dabei wieder einmal den Tod seiner eigenen Landsleute vorsätzlich und billigend in Kauf. Der Massenmörder Winston Churchill, der bei uns so verehrt wird. So kam es, wie es kommen musste. In der Nacht griffen über 400 deutsche Bomber die Flugzeugmotorenwerke in Coventry an. Insgesamt flogen 449 deutsche Bomber die Stadt an. Trotz schweren Abwehrfeuers konnte die englische Fliegerabwehr nur 2 Maschinen abschießen. Die Bomber warfen über Coventry 503 Tonnen, andere Quellen sagen 450 Tonnen, Sprengbomben und 881 Brandschüttkästen ab. Die Brände können erst in der folgenden Nacht unter Kontrolle gebracht werden. Dabei wurden 6% der bebauten Fläche der Stadt zerstört, andere Quellen geben 8% an. Die Verluste der Zivilbevölkerung Coventrys betrugen 380 Tote und 800 Schwerverletzte. Der britische Historiker Richard Overy schreibt, ich zitiere: Das Zielgebiet war eine Ballung von 30 Fabriken der Flugzeugmotoren und Motorenteile, die Flugzeugmotoren und Motorenteile produzierten. Dass die Arbeiterschaft in unmittelbarer Nähe der Fabriken wohnte, führte dem deutschen Bericht zufolge zu großen Zerstörungen in den Wohngebieten, auch wenn diese nicht das Hauptziel des Angriffs waren. Militärisch gesehen waren die Luftangriffe auf Coventry ein Erfolg, denn sie führten auf direkte und indirekte Weise eine 20-prozentige Einschränkung der britischen Flugzeugindustrie herbei. Der britische Zeitungsmagnat Cecil King notierte, ich zitiere: Coventry hat fürs Erste als Zentrum der Rüstungsindustrie ausgedient. Zitat Ende. Zudem war King bestürzt darüber, dass es keinen Evakuierungsplan gegeben hatte, da Coventry doch die größte Ballung von kriegswichtigen Produktionsstätten im ganzen Land aufzuweisen hat. King gab damit zu, was man heute vertuschen will. Dennoch muss Coventry seither als Hauptbeweis einer verbrecherischen Luftkriegsführung der Deutschen herhalten. Auch über die Zahl der Opfer gibt es unterschiedliche Ansichten. Die Briten sprachen von 1000 Toten, was eine reine Propaganda war.
Andere Historiker beziffern 554 Tote und 865 Verletzte von insgesamt 220.000 Einwohnern. Der britische Historiker Anthony Beevor geht von 380 Toten aus. Winston Churchill bat die Presse darum, in großer Aufmachung über den Angriff zu berichten. Er selbst verzichtete aber auf einen Besuch der Stadt. Er wusste sicherlich warum. Also, die Lüge vom Terrorangriff auf Coventry ist damit de facto enthüllt. Glaubt nicht, was man euch in Geschichts- und Schulbüchern sagt. Glaubt nichts. Ich decke jede einzelne Geschichtslüge in meiner Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur auf. Jede einzelne belegt mit seriösen, juristisch verifizierten und unwiderlegbaren Quellen. Folgt mir weiter, abonniert meinen Kanal. Auf www.michaelgrant.de gibt es Videos zu meiner Hitler-Buchreihe und einen kostenlosen Newsletter. Bis zum nächsten Mal, ihr und euer Michael Grant.